Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und hier an diesem wunderschönen Ort in der Toskana, an dem ich jetzt hier sitzen darf. Ich sitze auf einem Stein vor dem Eichenwäldchen, auf der anderen Seite sind die Weinreben, die Abendsonne schimmert durch die Bäume und die Zikaden singen, vielleicht hörst du sie ein wenig. Und ich habe mich, ja, da werden sie ein bisschen lauter gerade. Dankeschön. Und ich habe mich heute entschlossen, ein ganz kleines Video zu machen, ein kleines Tutorial zu einer der Fragen, die mir im Grunde am häufigsten gestellt werden. Die Frage lautet: Hilfe, ich habe eine Harfe ohne Klappen. Wie kann ich deine Tutorials, wie kann ich deine Musik spielen? Die Frage kann ich leider immer nicht so mit 2 Sätzen beantworten, denn die erste Schwierigkeit ist schon mal, ich weiß nicht, in welcher Tonart deine Harfe gestimmt ist. Manche haben sie in C-Dur, wahrscheinlich die meisten, aber manche spielen auch sehr viel in G und haben dann ihre Harfe in G gestimmt oder in S-Dur, das hatte ich am Anfang. Ich spiele auch sehr gerne S-Dur. Ja, das müsst ihr natürlich zuerst mal wissen, in welcher Stimmung ist eure Harfe. Dann gibt es 2 Möglichkeiten, wie ihr meine Tutorials und meine Muster, Wasserfall, Waldzauber und so weiter spielen könnt. Das eine ist, ihr habt ja einen Stimmschlüssel und ihr habt sicherlich ein Stimmgerät. Das heißt, ihr könntet eigentlich die Tonart reindrehen mit dem Stimmschlüssel an den Wirbeln. Wenn du nicht genau weißt, wie die Abfolge der Töne ist, dann google das bitte einfach, denn ich kann jetzt nicht für jede Tonart die Abfolge sagen. Aber das kannst du im Internet finden. S-Dur, die Töne, die Reihenfolge und dann kannst du die mit deinem Stimmgerät reindrehen. Die zweite Möglichkeit, die finde ich fast noch besser, ist, du spielst meine Stücke in der Tonart, in der deine Harfe ist. Das heißt zum Beispiel, mein Wasserfall im Tutorial ist ja in S-Dur. Meine Harfe ist jetzt in S-Dur. Und da ist einfach nur wichtig zu wissen, ich spiele S, also die E-Seite ist das Wichtigste. Ob jetzt E oder S spielt jetzt im Moment keine Rolle, ob wir E oder S sagen. Jedenfalls S-Dur, das heißt die E-Seite. Da liegt im Tutorial mein rechter Zeigefinger drauf und der Daumen 2 Töne höher. Siehst du das? So, das seht ihr ja auch in dem Tutorial. Und die linke Hand ist 2 Töne tiefer. Mein Wasserfall klingt also so. Merkt euch einfach, der Zeigefinger ist wichtig, weil der liegt auf meinem Grundton der Tonart. Wenn du jetzt in C-Dur bist, wir klappen jetzt mal, ich klappe mal C-Dur ein. Dann ist natürlich C der Grundton, das heißt, der Zeigefinger liegt nicht mehr auf dem E, sondern auf dem C. Die anderen arrangieren sich einfach genau danach. Die Abstände bleiben komplett gleich. Das heißt, der Daumen ist 2 Töne höher und der Zeigefinger ist 2 tief. 2 tiefer. Okay, dann klingt der Wasserfall so. Okay, ich hoffe, das war verständlich. Schau, was für eine Tonart ich angebe, was es ist und wo beginnt dann der Finger, wo liegt der? Der liegt meistens gleich auf dem Ton der Tonart. Und da legst du dann deinen aber auf deiner Tonart auf. Zum Beispiel beim Waldzauber ist es ja so, der ist bei mir in F-Dur. Da liegt meine rechte Hand, liegt der Quintoktav auf F. Also unten F, oben und dazwischen C. Und die von der rechten Hand. Und von der linken Hand, die liegt wieder 2 Töne tiefer. Ich gehe mal hoch, dann siehst du es vielleicht besser. Wenn du jetzt natürlich deine Harfe in C hast, dann liegt deine rechte Hand nicht auf F, sondern auf dem C-Quintoktav. Und die linke Hand liegt 2 Töne tiefer. Also alles im Grunde genauso. Es klingt ein bisschen tiefer oder höher, je nachdem, was für eine Tonart du hast. Aber
such dir den Grundton, den du hast und den ich habe und da liegt genau der gleiche Finger drauf. Und dann kannst du beginnen, meistens spiele ich ja Muster und keine komplizierten Dinge, wo dauernd die Tonart, der Akkord wechselt oder so etwas, oder gar die Tonart, das geht mit den Klappen für mich eh nicht so gut. Und dann musst du einfach die Abstände beibehalten, die natürlich vorher da waren. Aber wenn dir das zu kompliziert ist, dann schraub dir einfach die gleiche Tonart rein, die ich habe. Okay, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach einen Kommentar. Und ansonsten sage ich Dankeschön für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinem Zauberinstrument und ganz viele wunderschöne Töne. Bis bald. Tschüss.